Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinen Channel. Im heutigen Video gibt es ein paar Aquarelltipps von mir für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht das eine oder andere mitnehmen und dann lasst uns mal loslegen. Und zwar kann ich wirklich nur empfehlen, 2 Wassergläser zu verwenden anstatt 1. Und zwar wasche ich in den einen Glas immer meinen dreckigen Pinsel zuerst aus und mache dann nochmal so einen kleinen Schwenker im sauberen Glas. So bleibt, wie ihr seht, das eine Glas immer ein bisschen sauberer. Manche machen das aber auch, dass sie zum Beispiel die warmen Farben in den einen Glas ausspülen und die kalten in den anderen Glas. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Mein nächster Tipp ist, nutzt ein Taschentuch oder ein Küchentuch, wenn ihr malt. Daran könnt ihr zum Beispiel überschüssiges Wasser abtupfen oder auch überschüssiges Pigment vom Pinsel. Und somit könnt ihr auch einen helleren Farbton erreichen von eurer Farbe. Aber dieses Tuch könnt ihr auch anderweitig verwenden für tolle Aquarelleffekte. Dazu habe ich auch noch mal ein ganzes Video und das lasse ich euch oben rechts mal einblenden. Ebenfalls ist es praktisch für Verläufe, indem ihr erst Farbe auftragt und dann ein bisschen den Pinsel am Taschentuch abtupft, um dann eine hellere Farbe zu erzielen. Mein nächster Tipp ist, nutzt für große Flächen auf jeden Fall auch einen großen Pinsel und für kleinere Flächen könnt ihr auch einen kleineren Pinsel verwenden oder für Details sind kleinere Pinsel auch oftmals hilfreich. Aber eben um bei großen Flächen gute gleichmäßige Verläufe hinzubekommen, dafür eignet sich halt besonders ein größerer Pinsel, weil dieser mehr Wasser und mehr Farbe halten kann. Manche Farben sehen im Aquarellkasten relativ gleich aus, weil viele auch eben davon dunkel sind. Und da empfiehlt es sich sehr, eine Farbtabelle oder Farbkarte zu erstellen. Einfach so, genauso wie sie bei euch im Kasten angeordnet sind. Somit könnt ihr immer nachvollziehen, wo sich welche Farbe befindet von euch. Und ich habe die einfach so groß gemacht, dass ich sie einfach in den Kasten einklemmen kann und somit immer dabei haben kann. Ja, etwas, was ich auch gerade erst sozusagen für mich entdeckt habe, und zwar mit der Sprühflasche, wo sich natürlich Wasser drin befindet, kann man schon mal die Farben aktivieren und somit sind sie sehr schnell einsatzfähig und sind schon mal angefeuchtet, sodass man gut schon schnell Farbe aufnehmen kann. Als nächstes empfiehlt es sich, Mischpaletten zu benutzen, vor allem Keramikmischpaletten. Man sieht einfach schon, wie sich die Farben mischen und das Gute ist, man bekommt auch wirklich alle Farbrückstände von diesen Keramiken wieder, ja, losgelöst sozusagen. Und bei Plastik zum Beispiel, da bleiben manchmal Rückstände zurück, beziehungsweise es sieht so aus, als wenn sich die Farben richtig reinfressen. Das seht ihr besonders bei Blautönen oftmals. Und wenn ihr dann natürlich zum Beispiel Gelbtöne anmischt, kann es sein, dass sich das Blaue aus dem Plastik wieder löst und in das Gelbe reingeht und das somit ein bisschen grün färbt. Zudem sieht man auf den Keramik auch gleich, wie die Farben gemischt aussehen, weil sie sich da eben ganz anders drauf verhalten und auch ganz anders mischen lassen. Und bei dem Plastik ist es erstmal wie so ein Farbbobbel. Für weiße Highlights kann ich wirklich nur weiße Gouache empfehlen. Man kann auch Gelstifte oder Marker nehmen, aber ich nehme am liebsten weiße Gouache, weil man halt auch da die Konsistenz ein bisschen an seine Wünsche anpassen kann. Entweder kann man sie direkt aus der Tube nehmen oder, wie ich das auch häufig mache, mit ein wenig Wasser verdünnen, sodass die Konsistenz ein wenig weicher ist. Aber man muss natürlich sagen, je mehr Wasser ich zumische, desto weniger deckend wirkt sie dann. Hier zeige ich das jetzt mal mit einem Marker, aber ich finde, der wirkt halt nicht ganz so deckend wie die weiße Gouache und er dunkelt auch noch ein bisschen nach.
Wenn ihr auch solche schönen Kanten an euren Aquarellen haben wollt, nutzt dafür Washi Tape. Ich zeige euch das jetzt mal, indem ich einfach eine Ecke mal abklebe. Ich drücke dafür das Washi Tape natürlich gut am Papier fest. Dann male ich mit der Farbe die gewünschte Fläche aus und warte dann, bis sie trocken ist. Anschließend kann ich das Washi Tape ganz vorsichtig vom Papier entfernen. Als nächsten Tipp kann ich nur, also für die Ungeduldigen unter euch, nutzt einen Föhn, um die Farbe zu trocknen, aber wirklich auf geringster Stufe mit wenig Hitze und mit wenig Gebläse. Und hier sieht man auch sehr schön, dass die Aquarellfarbe halt auch heller trocknet, als man sie aufträgt. Also da nicht erschrecken, wenn ihr nur sanft die Aquarellfarbe aufgetragen habt, dass sie nachher nicht so gut sichtbar ist. Aber auch für eine andere Sache ist der Föhn nämlich gut. Denn einige kennen das vielleicht, man zieht das Klebeband ab und dann hat man so unschöne Ränder, wo man das Papier so ein bisschen zerfleddert hat. Und zwar könnt ihr, wenn ihr merkt, ihr habt Probleme beim Abziehen des Tapes, geht da auch einfach mit dem Föhn mit kleinster Stufe bei. Dadurch löst sich der Kleber von dem Klebeband und ihr könnt das Papier oder das Klebeband so einfacher vom Papier lösen. Denn durch das Föhnen, also durch die Wärme, löst sich halt der Kleber in diesem Klebeband drin, löst sich also leichter vom Papier und damit ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man das Papier dann kaputt macht. Natürlich ganz vorsichtig im flachen Winkel vom Papier abziehen. Thema Vorzeichnen. Beim Vorzeichnen kann ich nur empfehlen, die Vorzeichnung ein wenig aufzuhellen. Denn wenn ihr das nicht macht, kann es sein, dass das Graphit, wenn ihr zum Beispiel mit Bleistift vorzeichnet, eure Farbe ein wenig verschmutzt. Aber wenn ihr nachher die Konturen nachziehen wollt, zum Beispiel mit einem Fineliner, wenn ihr mit Aquarell fertig seid, dann lasst noch so viel übrig, dass ihr noch ein bisschen was davon erkennen könnt. Aber so lauft ihr halt weniger Gefahr, dass eure Aquarellfarbe verschmutzt wird, wenn ihr das vorher ein bisschen aufhellt. Ihr könnt Farbe auf dem Papier ein wenig aufhellen, indem ihr mit einem Pinsel, wo sauberes Wasser dran ist, ein wenig übers Papier geht und das dann mit einem Taschentuch abtupft. Je nach Papier und Farbe funktioniert das mehr oder weniger gut. Wenn ihr zum Beispiel gerne auch in der Nass- und Nasstechnik arbeitet, nutzt da Baumwollpapier. Zum einen sehen die Verläufe einfach schöner aus von den Farben her, wenn man die da reintupft. Aber das wirklich Schöne daran ist, finde ich, dass es halt einfach gleichmäßiger trocknet, aber es trocknet auch allgemein nicht so schnell wie anderes Papier. Es bleibt halt länger nass, was für die Nass-in-Nass-Technik natürlich von Vorteil sein kann. Ihr seht, dass das Canson-Papier schon an einer Ecke getrocknet ist und an der anderen noch ein bisschen feucht ist. Das Baumwollpapier, das ist jetzt überall noch gleichmäßig glänzend und bei dem Canson-Papier ist mittlerweile über die Hälfte schon getrocknet. Aber für mich gibt es auch noch einen weiteren Grund, Baumwollpapier zu verwenden und den zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar kann ich, wenn ich jetzt mit einem nur mit Wasser getränkten Pinsel auf das Canson-Papier gehe, die Farbe komplett wieder vom Papier herunternehmen. Heißt, die sitzt nur auf dem Papier drauf. Beim Baumwollpapier hingegen ist die Farbe in das Papier eingedrungen und ich kann sie nur aufhellen, aber die Schicht bleibt vorhanden. Heißt, ich kann auch bei dem Baumwollpapier gut mit Schichten arbeiten. Wie ihr seht, sieht man die Kontur von dem grünen Bereich noch sehr gut.
Wenn ich das jetzt bei dem Kensenpapier mache, sieht man, dass das Grüne schon ins Gelbe sehr gut übergeht, was das Schichten schwieriger macht. Und lasst auf jeden Fall euren Pinsel nicht im Wasserglas stehen. Das ist nicht gut für euren Pinsel. Nehmt den Pinsel sofort aus dem Wasserglas raus, tupft ihn ab und bringt ihn in Form und lagert ihn am besten waagerecht oder senkrecht mit der Pinselspitze nach unten. Als nächstes kommt das Arbeiten mit Rubbelkrepp. Damit könnt ihr zum Beispiel in Hintergründen arbeiten, wo ihr einen schönen Hintergrundverlauf oder Farbverlauf haben wollt. Aber da sind vielleicht helle Details drin. Die könnt ihr vorher mit diesem Rubbelkrepp maskieren. Diese bleiben dann also weiß. Aber wenn ihr fertig seid mit dem Rubbelkrepp, schließt das sofort, sonst trocknet das aus und spült euren Pinsel auch sofort aus. Wichtiger Hinweis noch, nutzt auf jeden Fall einen günstigen Pinsel oder einen alten Pinsel dafür. Denn damit kann man sich auch recht leicht so einen Pinsel ein bisschen kaputt machen. Und das wäre bei teuren Pinseln natürlich sehr ärgerlich. Nun ist das Rubbelkrepp trocken und ich kann jetzt die Farbe einfach aufbringen und Verläufe machen, wenn ich möchte. Und muss keine Angst haben, dass die Bereiche, die ich maskiert habe, irgendwie Farbe annehmen. Wenn das Rubbelkrepp getrocknet ist, entferne ich dies mit einem Radiergummi. Das könnt ihr auch mit einem Tuch machen oder mit euren Fingern. Aber ich finde das mit dem Radiergummi einfach am leichtesten. Klebt euer Aquarellpapier auf euren Tisch oder auf eine glatte Unterlage. Dies gilt besonders, wenn ihr mit viel Wasser arbeitet, damit sich das Papier halt einfach nicht so wölbt. Ich habe oftmals auch Blöcke, die an 4 Seiten geleimt sind und die haben dann eine kleine Fläche, die halt nicht geleimt ist, woran man das dann später abmachen kann. Aber so wölbt sich das Papier dann auch nicht so sehr, wenn ich dann das im Block lasse. Nun noch ein Tipp, besonders für Anfänger, kauft euch einfach wenige Farben, aber qualitativ gute Farben. Ich kann nur empfehlen, von Gelb, Rot und Blau jeweils eine warme und eine kalte Version zu kaufen. Und eventuell noch sowas wie Payne's Grey oder ähnliches. Und damit könnt ihr schon super viele Farben ermischen und ihr könnt eure Farben vor allem auch kennenlernen. Und das ist, finde ich, sehr wichtig in der Aquarellmalerei. Und ihr könnt euch dafür dann lieber qualitativ hochwertigeres Papier auch noch kaufen, was nämlich auch sehr wichtig ist. Also benutzt auf jeden Fall kein Kopierpapier fürs Aquarellmalen. Kommen wir nun zu den Pinseln. Ihr braucht auch nicht wirklich viele Pinsel. Eigentlich würde ich auch sogar sagen, 2 Rundpinsel zum Beispiel reichen aus. Aber für den Anfang würde ich schon so 4 Pinsel empfehlen. 3 verschiedene große Rundpinsel und vielleicht so ein Verwaschpinsel noch dazu. Und das reicht voll aus. Ihr seht, es sammelt sich mit der Zeit genug an. Also ihr braucht das alles nicht am Anfang zu haben. Ich hatte auch nur ein ganz paar Pinsel am Anfang. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, für den einen oder anderen war ein hilfreicher Tipp dabei. Und denkt gerne dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Like, schreibt einen Kommentar. Und für mehr schaut natürlich gerne auf meinen Channel vorbei. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ.